Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Sounddecoder einbaut. Ich habe mir eine Lokomotive gekauft. Genau, die packe ich jetzt mal aus. Und diese Lokomotive hat schon eine Schnittstelle. Das ist natürlich immer gut für die Digitalisierung. Das ist jetzt in dem Fall eine englische Maschine, aber nichtsdestotrotz, diese Normungen sind alle weitgehend, zumindest mal in Europa weitgehend standardisiert. Und man sieht es hier, die hat eine Next 18 Log-Schnittstelle. Ja, die suchen wir uns jetzt mal raus, diese Schnittstelle, beziehungsweise ich packe die jetzt mal aus, die Lok. Ja, hier haben wir die Lokomotive, hier die Kassenzettel, wichtig zu wissen. So, und hier unten befindet sich der Deckel mit dem Decoderfach. Ich habe jetzt schon mal die 4 Schrauben, die man hier hatte, die habe ich schon mal gelöst vorhin. Ich habe also die Lok schon mal draußen gehabt. Jetzt mal vorsichtig, ups, genau, mit dem Messerchen hier rein. Und jetzt sieht man hier, jetzt sieht man hier einen Blindstecker. Und dieser Blindstecker muss entfernt werden. So, und da sieht man jetzt eben diese Next 18 Schnittstelle. So, hier hinten befindet sich der Decoder, den packe ich jetzt mal aus. So, der kam heute. Das ist jetzt ein, warte, ich halte mal die Kamera ein bisschen höher. So, jetzt sieht man das. Das ist jetzt ein Decoder von der Firma ESO, ein sogenannter Logsound 5 Decoder. Und bei diesen Decodern muss man zum einen mal diese Next-Schnittstelle, also diese Schnittstelle beachten. Da gibt es jetzt hier diese Next 18. Da gibt es unterschiedliche Normungen. Es gibt die NEM 651. Dann gibt es noch einen, irgendwas mit 21 MTC oder wie sich der nennt. Ja genau, also jetzt in dem Fall sind wir jetzt hier richtig, ist das der Next 18. Das ist jetzt ein Logsound 5, also die 5. Generation Mikro. Und für mich ist wichtig hier DCC. Das ist das Verfahren, mit dem ich die Digitalsteuerung vornehme. So, jetzt packen wir den mal aus. Siegel ist aufgeschnitten. So, tun wir die Lok mal hier so ein bisschen zur Seite. Sehr umfangreiche Bedienungsanleitung. Da geht es dann ums Programmieren. Ich hoffe, dass ich jetzt diese Verpackung hier auch aufbekomme. Jawohl, wunderbar. Das sieht man jetzt in der Verpackung zum einen den kleinen Lautsprecher. Das ist jetzt das Herzstück, der Decoder. Und dieses Teilchen hier ist der Rahmen, ein steckbarer, baubarer Rahmen für den Lautsprecher, damit man hier diesen Korpus erhöhen kann. Also der braucht ja einen Resonanzkörper. Und den könnte man erhöhen. Ich meine, dass meine Lok, die ich hier habe, die ist jetzt von Bachmann, eine sogenannte Double Fairley, ist mir zufällig in England hinterhergelaufen, dass diese Double Fairley schon werkseitig einen Lautsprecher hat. Ich erhoffe es mir. So, und jetzt haben wir hier diesen Decoder, also rein theoretisch, ich bin jetzt auch sehr vorsichtig, müsste eigentlich dieser Decoder hier mit einem kleinen Klack, das könnte es jetzt gewesen sein, ich hoffe, das war es jetzt, könnte es jetzt, genau, zu der Montage gekommen sein. Ich schaue jetzt nochmal hier rein, jawohl, das schaut ganz gut aus. So, jetzt können wir mal schauen, ob der Deckel drauf passt. Jawohl, der passt drauf. Ich hole mir jetzt gerade noch einen Schraubendreher.
und werde dann die kleinen Schräubchen, die ich hier schon mal vorbereitet habe, hier sieht man sie drin, werde ich jetzt dann draufschrauben. So, bis gleich. Ja, Schraubendreher besorgt. Hier haben wir jetzt die kleinen Schräubchen. Jetzt habe ich vergessen, dass man das vielleicht idealerweise mit einer Pinzette macht. Das ist schon sehr diffizil. Decoder eingebaut. Jetzt kommt eines der spannendsten Augenblicke. Ich habe hier ein Programmiergleis und ein Fahrgleis. Ich habe hierzu meine alteingesessene, wollte ich schon fast sagen, meine Lenz Digitalsteuerung DCC. Ich mag die sehr gerne, weil damit kann man zumindest mal die Grundeinstellungen vornehmen und natürlich auch die weiterführenden, aber dafür würde ich dann den ESO Lok Sound Decoder nehmen. Ich stelle jetzt mal ganz bewusst die Lok nicht auf das Fahrgleis, sondern lediglich auf das Programmiergleis. So, mal Stativ hier hin, damit man das vielleicht auch mal so ein bisschen zeigen kann. Deswegen auf dem Programmiergleis, weil hier keine Spannung fließt, sondern nur Datenströme fließen, und ich kann jetzt hier mit der muss man den runter, da sind 2 Loks drauf, so, jetzt kann ich zumindest mal schauen, ob die Lok reagiert. Ich gehe auf die CV, die Tasten sind ein bisschen, ja. Jawohl, sie reagiert. Sie meldet, also CV1 bedeutet, so jetzt hat CV1 bedeutet die Adresse, und sie meldet mir zurück mit der Adresse Nummer 3. Das ist werkseitig bei den Decodern immer die Grundeinstellung der Digitaladresse. So, jetzt traue ich mich und setze die Lok auf das Fahrgleis. Hoppala. So, und jetzt gehe ich hier in den Fahrmodus, wähle die Adresse. Ich sehe, ich denke, es spiegelt ein bisschen, aber es muss schon gehen. Ich sage es euch, die Adresse Nummer 3. So, L3 heißt, hier habe ich jetzt die Adresse Nummer 3. Und wir können jetzt einfach mal mit einem Fahrbefehl das ist noch sehr hölzern, finde ich. Ich werde mal einen Reinigungsschwamm holen und die Schienen reinigen. So, zweiter Versuch. Also der Decoder reagiert schon mal. Jetzt werden wir mal den Sound einschalten mit 1. Jawohl. 1 wieder aus. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Lok-Sound bei einem unbestielten Decoder, ja, da ist zumindest mal so ein Grundgeknattere drauf. Das ist einfach mal der Basissound. Ich werde euch gleich im Anschluss zeigen, wie man auf der ESO-Webseite den Wunschsound aussucht, wie man den downloadet und wie man den dann mit dem Programmer in die Lok hinein bespielt. So, hier nochmal einen Blick auf die Lok. Das ist eine Double Fairley, eine englische Lokomotive in der Nenngröße H0E. Kennt man hierzulande eher weniger, aber die hat mir gefallen und die, genau, habe ich mitgenommen. Und hier mit dem Dieselsound. Ich habe die Lok jetzt auf dem Programmiergleis. Hier schon den ESO Lok Programmer angeschlossen.
Und jetzt zeige ich euch gerne, wie der Sound von der Homepage geladen werden kann und auf die Lok aufgespielt werden kann. Ich wähle jetzt die die Webseite des Herstellers, und zwar ESU. Und auf der ESO-Webseite befindet sich unter der Rubrik Download die Geräuschdateien. Die werden also hier vorgestellt. Da gehen wir jetzt mal rein. Da werden jetzt also die unterschiedlichen Generationen, Decoder-Generationen stehen hier zur Auswahl. Ich habe einen Logsound 5 und hier werden jetzt die zur Verfügung gestellten Geräuschdateien mir vorgeschlagen. So, jetzt gehen wir hier Logsound 5, europäische Geräusche, Projekt durchsuchen. Hier oben kann man jetzt wählen, um welche Art der Lokomotive das es sich handelt, und ich kann auch das Land wählen. Ich habe vorhin schon mal geschaut, also diese Lokomotive, die ich habe, gibt es hier, Großbritannien Dampf, gibt es hier nicht, deswegen wähle ich eine Mallet-Maschine, also auch eine vierzylindrige Maschine, die in Deutschland fuhr. Ich schaue mal, ob ich sie auf Anhieb finde. Die Baureihe 96, genau, hier ist sie. Also das ist zwar jetzt nicht der identische Sound, aber besser wie nix. Dass man das einfach mal zeigen kann, würde ich vorschlagen, wähle ich diese Sounddatei. Bei manchen Sounddateien kann man die sogar Probe hören, bei dieser hier nicht. Hier werden mir bei der Funktionstabelle die voreingestellten Tastenbelegungen angezeigt. Ja, im Endeffekt geht es mir eigentlich nur um den Soundstoß. Alles andere interessiert mich jetzt erst einmal nachrangig. So, wie geht man da weiter? Hier rechts auf den Menüpunkt Download klicken. Muss ich jetzt erstmal die Lizenzvereinbarung akzeptieren, dass man hier weiterkommt. Das mache ich jetzt. Und hier findet jetzt der Download statt. Also das ist eine Datei, ich habe es jetzt zweimal runtergeladen. Die wird jetzt hier mit 1,2 Megabyte mit angezeigt. Ich schaue mir die mal in meinem Verzeichnis an. Ja, das sind jetzt zwei Dateien. Okay, die eine lösche ich, die brauche ich nicht. Das ist die identische. Und diese Datei, das ist jetzt, man sieht es schon an der Symbolik hier, das ist jetzt eine Datei, die kann ich jetzt in den ESO-Log-Programmer einlesen. Weiter geht's mit dem Download des Log-Programmers. Die Software ist kostenlos. Die Hardware, die ich euch vorhin auch gezeigt habe, also dieser Schnittstellenkonverter, der kostet was. So, wie finden wir oder wo finden wir den Programmer? Und zwar hier unter Download, Firmware und Software. Hier gibt es jetzt den Log-Programmer für PC-Software. Ich verwende einen PC. Und ja, hier oben, wo haben wir jetzt da die Unterschiede? Das ist Deutsch, 19.01.24. Wir haben heute den 23.01. Das klingt recht aktuell. Und dann hole ich mir diese Software runter. Wieder Lizenzbestimmung zustimmen, Download und los geht's. Ja, Download abgeschlossen. Hier ist die Datei. Ich öffne diese Datei, alle extrahieren. Jetzt fragt er mich, wo ich sie hinhaben möchte. Ich habe meinen gewünschten Ordner hier ausgewählt, extrahieren. Und dann sollte relativ schnell das Programm bei mir auf dem Rechner installiert werden. Programm ist installiert. Es begrüßen uns hier diese zwei Fenster. Das ist jetzt nur mal eine neue Version für irgendwas anderes. Klicke ich weg. Ja, und hier haben wir jetzt einen Assistenten, der fragt, wie möchten Sie beginnen? Und zwar möchte ich beginnen, dass wir ein vorhandenes Decoder-Projekt öffnen. Und zwar das, was gerade von der Webseite runtergeladen worden ist. Das machen wir jetzt auch mal. Schauen wir mal, wo das Verzeichnis ist. Das ist diese Datei, die Mallet-Projektdatei. Die wird jetzt geöffnet. So, und der lädt jetzt das nicht auf den Decoder, sondern erstmal auf die Oberfläche. Jetzt kann ich noch, bevor das Ganze weiter bearbeitet wird, kann man einfach nochmal die Decoder-Firmware aktualisieren. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, beziehungsweise das wird auch
automatisch gemacht, wenn man die Lok auf das Programmiergleis stellt und das mit diesem ISO-Programmer mit der Software verbunden ist. Ah ja, siehe an. Also hier wird jetzt gerade die Firmware von dem Decoder aktualisiert. Auf jeden Fall empfehlenswert, sollte man immer machen, damit die auf dem aktuellen Stand sind. Warten wir das jetzt einfach mal ab und dann geht's weiter. Gut, so, jetzt ist das Programm sehr vielschichtig. Ich will jetzt da auch gar nicht größer drauf eingehen, da muss sich also jeder mal selber damit beschäftigen. Um einfach nur mal zu testen, ich schalte jetzt mal parallel, mache mal ein Bild mit der Videokamera, blende ich jetzt mal mit ein. Hier gibt es den sogenannten Führerstand. Wir haben ja standardmäßig die Adresse 3. Ich gehe jetzt hier mal auf Go und hier können wir mit dem Schieberegler mal schauen, jawohl, die Lok fährt, Drehrichtung ändern, fährt auch. Also das heißt, die Adresse ist korrekt und mit diesem virtuellen Handregler können wir zumindest einfach mal die Lok testen. So, hier gibt es jetzt auch interessant Decoder-Information. Hier wird nochmal kurz ausgelesen, der Decoder vom Hersteller, das wissen wir ja. Hier ist der Decoder-Typ. Ganz interessant, hier ist jetzt die Firmware, die wir gerade aktualisiert haben. Also die ist jetzt vom 23.11. Heute ist bei mir der 23.01.24. Produktionsdatum, also der ist jetzt gerade mal 2 Monate alt, dieser Decoder. Also da hat mir der Händler auch einen sehr neuen Decoder geschickt. Ja, hier könnte man jetzt ändern, in der Adresse eingeben, Einstellungen. Ich will aber ganz bewusst hier runtergehen und zwar zu den Sound-Slots. Und hier sieht man jetzt schon mal bei den Sound-Slots, das sind jetzt also die Geräuschdateien, das sind jetzt unterschiedliche Slots, also Plätze. Und wenn es gut geht, hört man sogar was. Das soll jetzt ein Fahrgeräusch sein. Okay, gut. Eine Luftpumpe. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie sich das dann später in der Lokomotive anhört. Damit man jetzt diese Einstellungen auf die Lokomotive bekommt, gibt es hier oben dieses Symbol Sounddatei schreiben. Decoder-Datei schreiben. Also wir schreiben jetzt mal die Sounddatei, das dauert ein bisschen. Ganz interessant ist, der Decoder hier unten, dieser blaue Balken, ist der Speicher, den der Decoder zur Verfügung hat. Und dieses blaue Teilchen, das ist der Teilbereich, der belegt wird. Also man kann davon ausgehen, dass die Datei, die ich hier habe, nicht relativ anspruchsvoll bzw. nicht vollgepackt ist. Er sagt mir zwar hier, die Sounddateien werden auf den Decoder geschrieben, dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten in Anspruch nehmen. Warten wir es mal ab, lassen wir einmal loslegen. Während die Software die Datei rüberspielt, sollte man die Lok selbstverständlich nicht vom Gleis nehmen. Und man sieht es jetzt hier auch an diesem Lok-Programmer, hier blinkt also dieses grüne Lämpchen. Das heißt also, da werden jetzt über die DCC-Leitung hier die Daten ordentlich rüber gepusht. Das ist natürlich nicht so schnell, wie man es von USB kennt oder wie man es vom Netzwerk schon gar nicht kennt, aber das liegt halt in der Restriktion dieses DCC-Formats. Genau, dauert ein bisschen und sobald er fertig ist, melde ich mich wieder. So, ich denke, er hat es. Wir werden das jetzt einfach mal testen, indem dass ich in den Führerstand reingehe. Mal auf Go klick. Und hier sieht man jetzt auch die Symbolik, die jetzt belegt wird, der Funktionstasten. Und das hört sich doch schon mal nach einem Lok-Sound an. Jetzt schieben wir mal den Regler. Ja, jetzt geht es nochmal zurück. Was mir jetzt schon auffällt, ist dieses Hupfen. Und ich zeige es euch nochmal. Ich fahre nochmal die Lok rein ins Bild. Und ich gehe jetzt mit dem Fahrtregler auf 0 und jetzt hupft er gleich. Habt ihr das gesehen, diesen Hupfer? Das ist eine Einstellung, das ist typisch. Das kenne ich auch von anderen Lokomotiven.
das liegt daran, dass die Motoreinstellungen noch nicht korrekt sind, der Motortyp. Und jetzt lasst mich mal ein bisschen schauen, wo diese Motoreinstellung, genau hier haben wir sie. Das ist also jetzt, ähm, das schaut jetzt sehr komplex aus. Also zum einen stimmt der Motortyp nicht. Muss mal schauen, wo ich das finde. Da konnte man, meine ich, auch unterschiedliche Motoren auswählen. Lastregelung voreingestellter Motoren, da haben wir es, genau. Ich wähle hier einen Faulhaber-Motor, also einen Glockenankermotor mit kleinen Durchmesser. Damit werden automatisch diese Parameter danach gestellt. Und was ich immer ganz gern mag, das ist aber Geschmackssache, ist eine lineare Kennung, Geschwindigkeitskennlinie. So, und das Ganze wird jetzt an den Decoder geschrieben. Da gibt es hier oben dieses kleine Symbol mit diesem roten Pfeil, der nach außen geht. Man kann selbstverständlich das auch über Menü machen. Das dauert jetzt nicht so lange wie das Schreiben des Sounds. So, und das war's jetzt. Jetzt schauen wir uns das über den Führerstand an. Ich gehe hier auf Go, schiebe den Schieberegler hoch, Brems und es ist weg. So, schalten wir in die Gegenrichtung um. Jawohl, wunderbar. So, jetzt können wir noch eins machen. Die Lok wird relativ schnell. Ich war jetzt erst auf den kleinsten Fahrstufen. Dazu ändere ich die maximale Fahrstufe. Ich gehe da mal ordentlich hier runter, beispielsweise auf 110. Das ist also jetzt hier von der Geschwindigkeit. Gehe hier wieder auf Decoder-Daten schreiben. Weiter. Es werden zwar alle Werte geschrieben, aber mir geht es jetzt nur um diesen einen Wert, aber der bügelt alles jetzt drüber. Genau. So, dann machen wir es nochmal. Jawohl, jetzt hat es geklappt. Da war wohl nur eine Kontaktschwierigkeit hier bei mir auf dem Programmiergleis. So, gehen wir nochmal in den virtuellen Führerstand. Ich denke, damit können wir ganz zufrieden sein. Jetzt kann man noch... Halt. Gehen wir mal bitte zurück. Ja, das soll es jetzt mal an dieser Stelle aus dem Bereich Software gewesen sein. Wie gesagt, ihr könnt hier sehr, sehr viele Einstellungen in dem Log-Programmer vornehmen. Ihr könnt euch da richtig vergraben, ihr könnt euch da richtig wochenendeweise da drin mit beschäftigen. Das habe ich zwar schon gemacht, aber ich glaube, das würde jetzt einfach den Rahmen dieses Videos sprengen. Sollte da der eine oder andere Fragen haben, ich stehe da gerne zur Verfügung. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der ESO-Experte, aber zumindest mal die Grundlagen kann ich, denke ich mal, gerne weiterhelfen. Ja, das soll es jetzt erstmal softwareseitig gewesen sein und jetzt schauen wir uns die Lokomotive gleich noch auch auf der Anlage an. Ja, und jetzt ist sie im Live-Einsatz. Man kann zwar den Sound noch etwas optimieren, aber ich denke, mit dem Ergebnis kann man schon ganz zufrieden sein. Ja, mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden und hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.